Einen wunderschönen guten Tag. Hier von der Tredistischen Kirche. Amen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Heute hier aus der Tredistischen Kirche zu München, zu einem Gottesdienst. Die Heilige Messe wird heute gelesen, damit ihr wisst, ob nächste Woche long oder short. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt sind wir wieder da. Liebe Freunde von den Trade Street Boys. Hi, schönen Sonntag euch allen. Ich bin Steve oder Pater Stephanus. Es gibt ja ein paar Dinge zu berichten. Letzte Woche war es ein bisschen langweilig, würde ich fast sagen. Ja, wir haben neue ATHs gesehen, das ist richtig. Nur in den Amis. DAX schwächelt. DAX in der Seitwärtsrange, die ich am Montag verkündet hatte. Der SP hat einen leichten Ausbruch. Wir haben ihn etwas vielleicht zu früh geschortet, aber wir sind dabei. Und ich gehe davon aus und wir gehen davon aus, dass sich da noch einiges tun wird und wir wollen ein bisschen drauf eingehen. Aber erstmal ein Schlückchen Kaffee. So, gehen wir mal auf Folgendes. Wir beginnen mit Gold. Ihr seht, das ist schon offen. Übrigens, zuerst noch Werbung in eigener Sache. Das ist unser YouTube-Kanal, Trade Street Boys. Es werden mehr und mehr Abonnenten, mehr und mehr Videos. Wir werden immer professioneller, jetzt auch mit dem Mikrofon hier, damit uns alle gut verstehen. Bitte folgt uns, bitte liked uns, bitte kommentiert uns und penetriert uns, denn da haben wir Bock drauf. Ja, lass uns loslegen. Schauen wir uns mal das ganze Thema hier an. Gold. So, beim Gold haben wir jetzt das All-Time-High erreicht. Das ist ungefähr hier gewesen bei der 3675 und wir haben folgendes Chartmuster hier zu erkennen. Zum einen haben wir hier eine horizontale Linie mit 1, 2, 3, 4, fast 5 aufkommenden Punkten. Also nach oben irgendwie ging es da nicht weiter. Jetzt ist das Thema, schlägt sich oben den Kopf an oder geht es hier runter? Ich gehe davon aus zu 75%, es geht runter nächste Woche. Ich werde euch auch gleich sagen, warum. Wir sind hier short seit der 3,660 und wir gehen von 3,580 als erstes Ziel aus, welches ungefähr dann hier in dem Bereich liegen wird. Und darunter wäre dann noch ein Ziel offen und zwar, damit das Ganze sauber ist, circa die 3,555 bis zur 3,525. Diese Ziele, denke ich, sehen wir in den nächsten Tagen. Das behaupte ich jetzt mal ganz fest. Ich gehe davon aus, dass wir auch nächste Woche, übrigens Fed-Zinssenkung, ein spannendes Thema. Ich glaube, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch und da ist etwas Enttäuschungspotenzial da. Und ich glaube, dementsprechend wird auch da Gold ein bisschen leicht unter die Räder kommen. Ich rede jetzt hier nicht von einer Riesenkorrektur oder sonstiges, aber von einem leichten Rücklauf. Wir gehen davon aus, dass die 3,675 das Hoch waren vom September. Ob wir richtig liegen oder nicht, wir werden es sehen. Spätestens zum 1. Oktober machen wir wieder ein Video. Wenn nicht, müssen wir den Kanal auflösen, aber das ist zumindest unser Vorgehen. Was wir hier auch erkennen können, wir sind hier in der Seitwärtsrange gefangen und haben ein Box-Trading im Gold, was sehr, sehr klein ist, und zwar hier in dem Bereich. Ja, das ist nichts. Ja, das ist die 3612, 3615, 3660. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wir das Köpfchen hier angeschlagen haben und ja, hier auch ein bisschen die Tiefs etwas mehr ausgezogen haben. Man sehe hier, könnte man sich das schon gut vorstellen, dass das hier runterläuft. Also wir gehen davon aus, wir sind da weiterhin short drin. K.O. dementsprechend weit weglegen, irgendwo im Bereich 3,8. Minimum eher Richtung 4. SL würde ich dann irgendwo bei 3,710 setzen. Das wäre nämlich das nächste Ziel, was ich aber erst ab Oktober, November sehe. So viel zum Thema Gold, liebe Freunde. Dann ganz kurz in eigener Sache, die Steyr-Aktie hatten wir ja empfohlen bei 50,50 Cent circa. Immerhin, ich glaube so roundabout 7% konnten wir hier schon steigern. Danke auch an die Leute, die hier mit dabei waren. Und Gratulation. Ganz kurzes Thema zwischendrin, was mich
muss ich sagen, ein bisschen schockiert, ähm, ist Folgendes. Und zwar, ihr könnt euch erinnern, letzte Woche beziehungsweise diese Woche, wurde Charlie Kirk ermordet. Und das fand ich ziemlich krass und muss auch sagen, ich finde auch den Umgang unserer Medien über das Thema ein bisschen übertrieben und sehr, sehr überspitzt, was mir überhaupt nicht gefällt, denn das macht man nicht. Das ist nicht cool. Also da ist jemand hier einfach gestorben, der ist erschossen worden. Man hat jetzt rausgefunden, der Täter kommt aus dem linken Milieu raus, hat da mit einer Transperson zusammengelebt. Ja, das hat alles ein bisschen Geschmack und das ist Ruhe in Frieden. Also ich finde es nicht cool, weil ich den Typen auch schon länger beobachtet habe und muss sagen, ein fröhlicher Zeitgenosse, der seine Meinung vertritt und meiner Meinung nach nichts falsch gemacht hat. Er hat niemand angegriffen. Er ist immer sachlich in die Diskussionen gegangen und hat hier versucht, lösungsorientiert zu argumentieren. Und deswegen nochmal Rest in Peace in die Geschichte. Das soll jetzt auch übrigens der Herr Thewissen, unser ARD-Korrespondent oder ZDF, was weiß ich gucke den nicht, zurückgepfiffen werden und aus Amerika wahrscheinlich mit einem One-Way-Ticket nach Hause geschickt werden. Finde ich berechtigt, er hat ziemlich viel erzählt. Prost dazu. Genau. Was sagt ihr zum DAX? Ja, DAX hatten wir ja wirklich, das war schon sehr, sehr langweilig, würde ich es fast behaupten. Der ist hier immer noch in dieser Range drin, ja, die immer enger irgendwie wird. Kommt ein Ausbruch nach oben oder nach unten? Ich gehe immer noch nach unten davon aus, weil wir unten immer noch ganz schön Ziele hätten. Das sind für mich immer noch hier irgendwo der Bereich der 23,350 und dann geht es weiter runter Richtung 23,50 und ich würde sogar noch ein Stückchen tiefer das Ganze gestalten, dass wir hier nochmal das Level anlaufen. Das wäre die 640, 650, 22, 640, 650 sehe ich tatsächlich in den nächsten Wochen auf uns noch zukommen. Nach oben, da müsste jetzt schon viel passieren, ja, was den DAX jetzt nach oben anheizt. Und ich finde, da ist die Luft raus. Ja, auch quartalszahlentechnisch wird sich jetzt einiges rausstellen. Natürlich machen die Unternehmen zu über 80% den Umsatz im Ausland, aber auch hier, man sieht an den Arbeitslosenzahlen, auch letzte Woche in den USA, der Wirtschaft, das fängt langsam an ein bisschen zu bröckeln, das Thema. Und dementsprechend, wie der Schwab sagt, die mir da vorsichtig umgehe und gucke, dass man da gewiss ein bisschen einen Unterschaden weiß. Aber passt auf, nach oben, das könnte immer einen Ausbruch geben, wenn der Putin sagt, morgen jetzt hier, ich hör auf mit dem Zelensky, ich gehe mit dem jetzt Eis essen und das passt. Dann ist das Thema auch erledigt. Das ist natürlich auch klar. Aber wenn ich so das Chartgefüge anschaue, ich glaube, das geht hinunter. Ja, so viel zum Thema. Auch falls noch Bundestrainer gesucht werden, ich könnte dann wieder diesen schwäbischen Part gerne übernehmen, meine Freunde. Genau, Dow Jones, ja, Respekt. Wir hatten da auch was gesagt. 46,2 oben als Ziel, meine Damen und Herren. Was ist es denn geworden? Schauen wir mal genauer hin. Der hat ein ATH hingelegt und zwar ja fast 46,142. Also wir waren um 60 Punkte, nicht mal ganz 60 Punkte daneben. Auch hier, ja, ich habe da mal ein bisschen was eingezeichnet. Wir sind hier in einem Aufwärtstrend, wurden hier oben abgewiesen. Man erkennt das hier in den Aufsatzpunkten. Das sind einmal die vom Juli. 1, 2, ja, die würde ich mal mitzählen, 3, 4, 5, 6, also dass hier dann irgendwo der Rückschlag kam, das waren immerhin gute 1% letzten Freitag. Schauen wir mal, ob der hier unten dann noch aufsetzt, das wäre die 45, 6, 70 roundabout und dann hochzieht oder ob er hier durchfällt und dann wieder in den unteren Kanal reingleitet. Das bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt. Also die Ziele hier erstmal für die nächste Woche sind: Ich werde nicht longen und ich werde nicht shorten, weil ich muss erst mal warten, wie er sich bewegt. Der ist hier gerade in the middle of nowhere. Man sieht es hier, der Aufsatz war genau ungefähr auf der Höhe. Das waren die Anhöhen vom 28.08. und vom 5.09. Dementsprechend auch noch der Vollständigkeit halber der 22.08. Also hier sind wir erstmal aufgesessen. Ob es hier unten durchgeht oder ob es weiter hoch geht, bleibt abzuwarten. Vom Gefühl könnte ich mir vorstellen, dass wir hier einen Doppeltop irgendwo nochmal machen und dann Richtung
ja, Süden ein bisschen runtergehen. Das Ganze wird nächste Woche mit der FED spannend. Wir gehen davon aus, dass das den Markt ein bisschen durcheinander bringt nach unten. Dementsprechend halten wir die Shorts. Es war auch letzte Woche nur Box-Trading angesagt, also man konnte nicht so viel verdienen. Der Markt war doch sehr, sehr eng beieinander. Dementsprechend schauen wir mal, es könnte Bewegung gut tun, glaube ich. Genau, DAX haben wir durch, Dow haben wir durch, Nasdaqovici machen wir auch. Gratulation. Hat der Alter heute, war heute, mein Name ist Heu González. Hat der Alter im Heu gemacht, der DAX ist oben angekommen mit Heidi bei 24, 131. So, damit es wieder jeder versteht, das war Heu. Auch hier gleiches Spiel. Der ist hier irgendwo schon gut hochgedippelt. Könnte man jetzt als Doppeltop sehen, übergeordnet, wenn man es ein bisschen weiter betrachtet. Sprich hier die Anhöhe vom 13.8. Dann zurück. Ja, schauen wir mal. Er hat hier natürlich ein sauberes Konter drin. Das sieht man schön. Also eine richtig schöne V-Konterformation, die nach oben sauber ausgelaufen ist. Wie weit die noch hochgeht, bleibt abzuwarten. Es wäre noch Luft da. Der Bereich irgendwo noch... vorsichtig ausgedrückt. Schauen wir mal. Ja, das könnte natürlich noch ganz woanders hinführen, das Thema. Ja, könnte man sogar bis zu 25 hochziehen, wenn alles brutal laufen würde, glaube ich aber nicht. Auch hier sehe ich irgendwo vielleicht noch die 250 bis 350 kommen, um dann irgendwo runter zu laufen. Erstmal in dem Bereich 23,9, 23,7. Um es etwas genauer zu sagen, wäre das hier für mich ein Thema auf jeden Fall, die 550, 23,550. So, dass der Plan für nächste Woche auf jeden Fall. Das wären immerhin auch fast 2%, die wir hier mitnehmen könnten. S&P habe ich ja geschrieben, sind wir short drin, ja, mit der 6.548. Wir hängen hier hinterher. Ich werde das am Montag auch beobachten, gegebenenfalls nochmal einen Short auf, man auch hier ein neues All-Time-High, brutal. Massivst überbewertet, ja, würde ich sagen, teilweise, also so hoch war noch nie bewertet, der S&P 500, das muss man auch sagen. Sprich, auch hier die Rückschlagkraft wäre da, auch saisonal jetzt. Wir haben September, wir haben jetzt den Oktober, wir haben nächste Woche nochmal das Thema mit der FED, das könnte Bewegung reinbringen. Es sind auch gewisse Sachen noch mit Frankreich, die noch offen sind. Das ist auch das Thema, was jetzt Putin und Zelensky Krieg betrifft. Es bleibt hier abzuwarten. Knapp 6,6 haben wir geschafft. Vielleicht könnte man dann hier nochmal hochgehen. Irgendwo in dem Bereich 6,590 würde ich auf jeden Fall nochmal einen Short setzen und dann auch den Runterlauf mitnehmen, der für mich mit 3,410, wie geschrieben, enden sollte. Warum die 3,410? Warum ist ganz einfach zu erklären. Der Rücklauf wäre nur gesund und zwar wäre das dann hier der Bereich, den wir hier im 2.9. Anfang des Monats hatten. Also den Bereich 6.400, Entschuldigung, mein Gott, es ist Sonntag, der Wein war gut gestern. 6.410, 6.400 irgendwo hier in dem Level, kann natürlich auch 6.425 sein. Also hier den Bereich, den sollten wir anlaufen. Dementsprechend bleiben wir im Short auch hier drinnen. Wenn ich das Chartbild übergeordnet ansehe und ich sehe hier 1, 2, 3, 4, die zähle ich mal mit, 5 und 6 Auflagepunkte oben. Es wäre natürlich noch ganz oben was frei. Das wäre der übergeordnete Kanal, der jetzt schon seit längerem geht, seit der Aufwärtsphase, der vom, ja, sage ich mal, irgendwo im Bereich Mitte Mai hochzieht. Aber der ist mir zu scharf. Der wird, glaube ich, wenn ich mir das so angucke, erstmal vorbei sein. Dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, Rücklauf 6.530, 25, 30 und dann darf das Ganze runter rausbrechen. Wir bleiben im Short definitiv hier drinnen. Genau, das ist unser Ausblick mal für die nächste Woche. Übrigens, ich warte noch beim Euro-US-Dollar auf eine Long-Gelegenheit. Euro-US-Dollar hat ja hier auch einiges an Bewegung drin. Ich habe hier Langfristziele tatsächlich bis Ende des Jahres irgendwo 1,22, 1,22,5. Würde hier aber den Einstieg suchen im Bereich 1,16, ja, 1,16,7, 1,16,6. Hier werde ich eine Long-Position nächste Woche aufmachen. Da sollten wir runterkommen und dann würde ich diesen etwas länger halten mit einem K.O. von 95, 99, irgendwo so in dem Level. Dementsprechend, genau, Bitcoin
auch Respekt, hat sich wieder gut nach oben gegraben. Ethereum brauchen wir auch nicht reden, ist auch wieder oben. Schauen wir mal, ob er da durchbricht, um die 5000 aufzureißen. Und genau, ja, in dem Sinne, meine Freunde, ich werde jetzt noch ein bisschen was für mich tun und wünsche ein schönes Wochenende. Macht's gut, eure Trade Street Boys. Viel Erfolg beim Traden nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.